Die neue Airgundy Waffenpflegeserie. Servus, schön, dass ihr reinschaut. Herzlich willkommen an Adrian Ostermeier, der mich heute zum dritten Mal schon mittlerweile unterstützt und dass wir ein tolles Video für euch hinbekommen und was erklären. Natürlich erstmal für euch, wir haben heute den 01.01.2021. Euch und euren Lieben ein frohes neues Jahr und ein gesundes Jahr 2021. Von mir auch ein frohes Neues. Lasst es euch gut gehen, so gut wie möglich. Wir werden schauen, dass wir euch dieses Jahr so gut wie möglich unterhalten und vielleicht ein bisschen was noch mitgeben, wo man ein bisschen was lernen kann. Und genau mit sowas fangen wir dann heute schon mal an. Ich habe das Riesenglück, auf den Adrian sein Wissen zurückgreifen zu können bei der Waffenpflege- und Luftgewehrpflegeserie, die ich euch heute vorstellen möchte. Es gibt jetzt ab sofort zu kaufen 4 verschiedene Waffenpflegeprodukte, die wir euch jetzt so nach und nach vorstellen. Mit welchem fangen wir an, Adrian? Mit dem Schaftöl. Als erstes Produkt stellen wir euch das Airgundy Schaftöl vor. Der Adrian schnappt sich gerade mal. Du sagst vielleicht einfach mal ein paar Sachen dazu, Fragen, die ich immer wieder häufig gestellt bekomme. Für welches Holz verwende ich das überhaupt? Kann ich das für lackiertes Holz auch verwenden? Und was ist mit Schichtholz? Genau, also man kann es für alle Hölzer verwenden, für alle Arten. Bei einem Schichtholz, genauso wie bei einem lackierten Holz, als auch bei einem normalen offenporigen Holz. Was es macht, ist es sehr, sehr flexibel in der Anwendung. Das heißt, für einen Schichtholzschaft als auch einen normalen Holzschaft schützt die Fasern, die Holzfasern, beziehungsweise unterstützt das Holz selber vor Brechen, vor Verspätung, vor Vergrauung, unterstützt die Farbe, das ist sehr, sehr wichtig, dunkelt das nach. Bei einem gefärbten Holz natürlich weniger, man merkt, es wird ein Ticken dunkler, aber es wird jetzt nicht die Farbe verändern. Es pflegt das Holz einfach grundsätzlich. Bei einem lackierten Holz, klar dringt das Schaftöl natürlich nicht ins Holz ein, weil es natürlich lackiert und verschlossen ist. Was es aber macht, man kann es zur Reinigung verwenden, da alles, was Öl- und Fettbasiert ist, mit diesem Schaftöl auch gereinigt werden kann. Oh, okay. Das heißt, zur Pflege von einem Lack- oder lackierten Schaft kann man es auch nehmen, dann einfach einreiben, 30 Minuten warten, wieder runterreiben. Es bleibt dann so ganz, ganz hauchfeiner Film drauf, der dann reintrocknet, macht eine schöne Haptik und reinigt vor allem den Schaft. Okay, jetzt ist es aber ja doch ein recht kleines Fläschchen, sage ich mal, gegenüber den anderen, die man in den Waffengeschäften immer sieht, mit 300 Milliliter, 500 Milliliter, 50 Milliliter. Wieso so wenig? Weil man sehr, sehr, sehr wenig davon braucht. Also ich wende es normalerweise mit dem Finger an, ich brauche ein paar Tröpfchen für den Schaft. Es reicht tatsächlich. Vielleicht zeigst du es einfach gerade mal, wie viel du da jetzt dafür verwenden würdest, wenn wir sagen, okay, das seht ihr ja schön in der Kamera, wenn wir diesen hinteren Teil jetzt einfach mal pflegen wollten. Also ich mache das einfach nur so, dass ich dann den Daumen nehme oder den Finger nehme. Und man sieht jetzt schon, man kann es ganz, ganz, ganz fein auftragen. Und es war fast schon ein bisschen zu viel. Also das könnte man sogar noch ein bisschen weiter nach vorne streichen. Also es war jetzt ein Tröpfchen. Ja. Was denkst du, für wie viel, angenommen wir nehmen jetzt den Schaft, das ist jetzt, sage ich mal, ein durchschnittlicher Holzschaft von der Größe, vom Volumen her, was denkst du, für wie viel Ölungen das dann ungefähr reicht? Kann man das irgendwie so schätzen? Ja, also eine schwierige Frage wahrscheinlich. Ja, je nachdem wie offenporig das Holz ist, wie viel das aufnimmt. 10, 20, 10, 20. Okay. Also mehr als der normale Schütze Waffen zu Hause hat. Ja. Und wie oft sollte man das anwenden? Es kommt auch ein bisschen darauf an, wie man das verwendet. Also wenn ich das Gewehr natürlich jetzt ein Jagdgewehr wäre, regelmäßig bei Regen rausnehmen, dann öfter. Ansonsten für eine normale Schrankwaffe, eine normale verwendete Sportwaffe, wie jetzt ein Luftgewehr, was man zu Hause hat, 1-2 Mal im Jahr. Okay, so selten wirklich, ja? Kann man öfters machen natürlich. Wenn man natürlich Schichten aufbauen möchte, wenn man natürlich mehr Glanz haben möchte, dann natürlich gerne mehr. Aber so für die normale Pflege, für das normale Gewehr, was man zu Hause hat, 1-2 Mal im Jahr. Was sagst du zur Aufbringung, so wie ich es bisher eigentlich gemacht habe, mit einem Lappen? Sehr gerne, weil 90% des Öls wird im Lappen landen. Da freue ich mich natürlich, oder du dich als Verkäufer. Ich könnte gleich 10 kaufen davon. Genau, aber muss nicht sein. Man kann es natürlich mit dem Pinsel auftragen, man kann es mit der Hand auftragen, man kann es mit dem Lappen auftragen. Ich verwende den Lappen zum Polieren im Anschluss. Zum Auftragen selber würde ich den Lappen nicht nehmen, weil wie gesagt ein Großteil bleibt im Lappen. Muss man es polieren danach? Nein, muss man nicht. Bei den allermeisten Schäften würde ich es auch nicht polieren, weil so ein Mattglanz-Finish sehr, sehr gut passt. Wer es aber Hochglanz haben möchte, der muss dann mehrere Schichten auftragen und im Nachgang dann polieren, beziehungsweise dann einfach mit einem
Mikrofasertuch im besten Fall oder mit einer Polierscheibe das Ganze dann polieren und auf Hochglanz bringen. Okay, super. Als zweites Produkt stellen wir euch den Airgundy Korrosionsschutz vor. Steht da in der Mitte. Zuallererst die Frage, wieso ist es ein Feststoff, wieso ist es kein Öl oder wieso nichts zum Draufsprühen? Weil alles, was man drauf sprühen kann und was flüssig wäre, irgendwann mit der Zeit nach unten läuft. Heißt, ein Korrosionsschutz auf Ölbasis läuft mit der Zeit nach unten und führt dazu, dass wir unweigerlich vorne oder oben dann keinen Korrosionsschutz mehr haben, weil es wegläuft. Also das heißt, wenn ich das Luftgewehr oder das Gewehr im Schrank stehen habe, dann bleibt das alles an seiner Stelle. Wie lang bleibt es an seiner Stelle? Jahrelang. Okay. Jahrelang. Also haftet sehr, sehr gut, ist elektrisch geladen und haftet deswegen unglaublich gut auf Metallen und läuft deswegen nicht runter. Genau. Was würdest du sagen von der Anwendung her? Vielleicht zeigst du hier gerade mal Metall, wie viel man da drauf macht? Oder? Ja, also auch da, ich nehme es am liebsten mit den Fingern. Es verkapselt auch Salz, das heißt, mein Handschweiß wird es nicht zu Korrosion führen. Das Ganze reicht für den kompletten Bereich hier, eigentlich fast zu viel. Ich verreibe das immer so hauchfein. Ja, gibt es dann irgendwie so einen klebrigen Film oder irgendwas? Oder? Ja, wenn man zu viel nimmt schon, wenn man wenig genug nimmt, dann nicht. Man kann es auch sehr, 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 sehr dünn anwenden und dann schmiert es nachher nicht mehr. Und ich sag mal, wie oft kann man da jetzt drauflangen? Weil jetzt gerade bei Knicklauf-Luftgewehren hat man ja das Problem, dass man ja eigentlich vor jedem Schuss dann wieder drauflangt. Genau, kann man machen, passiert nichts, das bleibt am Metall haften. Man tut es quasi fast nicht abarbeiten, also es bleibt dann am Metall drauf, weil es sich eben durch die elektrische Ladung am Metall anzieht. Also das heißt, wenn ich jetzt ein Knicklauf-Luftgewehr habe, das ich jeden zweiten Tag schieße, und dann mache ich das einmal im Monat drauf, dann ist es so ein ganz guter Wert, oder? Genau, ja. Okay, alles klar. Irgendwann möchte man es wieder reinigen, mal das Gewehr auch. Dann reinigt man das dadurch dann mit und macht es wieder neu drauf. Aber sonst hält das Ganze sehr, sehr lange. Für welche Metalle? Ich habe ja schon mal die Frage bekommen, ja auch Kupfer oder Messing oder die Frage kam ja damals auf dich zu, aber vielleicht sagst du es gerade den Zuschauern nochmal. Für welche Metalle denn man das jetzt verwendet am besten? Genau, also alle Metalle, die von Korrosion betroffen sind natürlich. Das heißt, als auch ein Kupfer, als auch ein Messing, als auch ein Bronze kann hier anlaufen. Haben wir jetzt bei Waffen in aller Regel gar nicht verbaut. Aber man kann natürlich auch alles andere damit schützen. Was das Mittel macht, ist einfach, es hält den Sauerstoff ab vom Metall. Das heißt, eine Korrosion, eine Oxidation ist eine Reaktion mit Sauerstoff. Ohne Sauerstoff keine Oxidation, hält also. Okay, super. Das heißt, der Korrosionsschutz ist in einer 20 Gramm Dose, also das sollte man auf jeden Fall eine gehörige Zeit halten, wenn man jetzt im Normalfall seinen Lauf macht und ein bisschen die Metallteile, genau. Dann hat man da viele Jahre was davon. Genau. Viele unserer Kunden nehmen natürlich diese Mittel auch im Lauf drin. Das heißt, man kann die natürlich auch, wenn man jetzt eine Waffe längere Zeit lagern möchte, nimmt man einen VFG-Filz zum Beispiel, macht dann ein bisschen von dem Fett dran, zieht es durch den Lauf durch. Und der Lauf ist quasi sehr, sehr, sehr lange dann geschützt vor Korrosion. Und du hast ja, glaube ich, auch mal was gesagt, dass es auch für Blankwaffen oder für Messer auch geeignet ist. Ja, genau. Wir nehmen es auch für Messer viel her. Wie gesagt, alle Metalle, die für Korrosion geschützt werden müssen oder sollen, kann man das hernehmen. Das dritte Produkt ist das Airgundy Waffenschmieröl. Das würde ich dir auch gerade mal in die Hand geben. Dankeschön. Als allererste Frage fällt mir dazu ein, das ist ja ein Mini-Fläschchen, das sind 8 Milliliter, normalerweise Ölflasche, da gib ihm 200 Milliliter. Wieso so klein? Wie lange hält es oder was fange ich damit an? Das ist genau die Frage, was will ich damit machen? Wir wollen schmieren. Wir wollen nicht reinigen, wir wollen nicht alles zupflastern, wir möchten schmieren. Wir haben hier ein extrem gutes Schmieröl, nicht zum Reinigen, nur zum Schmieren. Und das brauchen wir nur in winzigen Mengen, in Tröpfchen quasi. Und deswegen kann man das mit diesem Präzisionsölstift sehr, sehr gut anbringen und sehr, sehr gut anwenden und sehr, sehr sparsam verwenden dann auch. Was wir mit dem machen ist, wir können mit dem Punktöler, mit dem Nadelöler, können wir die zu schmierenden Teile leicht einölen, dass die einfach gut laufen. Weniger Verschleiß, keine Funktionsstörung mehr haben, durch einfach gute Schmierung. Okay. Was sorgt dafür, dass das so gut schmiert? Die Inhaltsstoffe natürlich, dass wir sehr, sehr viel Keramik verwenden und vor allem auch ein sehr, sehr gutes Keramik haben, was durch die elektrische Ladung, die es hat, sich immer wieder zusammenzieht. Und somit sind wir, was die Druckbeständigkeit angeht, sehr, 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 sehr gut mit dabei und deswegen auch eine sehr, sehr lange Schmierung ermöglichen. Ja. Vielleicht zeigst du das gerade mal, also wir werden sie nicht komplett durchladen, aber an welchen Teilen? Wir haben jetzt hier mal eine alte Pistole.
Genau. Also die Teile, die bewegt werden, das sind jedenfalls die Scharniere hier und hier die Lager, die müssen wir schmieren. Ja. Mit der Zeit könnten die sind ausgeschlagen sein. Die ist jetzt natürlich sehr wenig verwendet worden, deswegen die noch sehr gut. Aber gerade diese Scharniere und Lager, die müssen geschmiert werden. Bei anderen Waffen natürlich alles, was sich bewegt, der Verschluss, die ganzen Aufnahmen, bei halbautomatischen auch die Verschlüsse, die sich bewegen. Bei den Luftdrucksachen dann teilweise auch die Kolben müssen geschmiert sein. Je nachdem, wie das System dann ausschaut, muss man dann ein Fett oder ein Öl nehmen. Überall, wo ein Fett nicht reinpasst, nehmen wir das Öl. Okay, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also, dass man das dann eben für die engen Stellen und wo es nicht reinpasst mit die anderen Sachen. Ja. Ich mache das einmal kurz hier rein. Hier hat jetzt sieht man. Hier hat jetzt ein Fett keinen Platz, deswegen nehmen wir hier das Öl. Ja, das fließt dann da innen rein. Wie viel war das jetzt ungefähr? Ein Zehntel Milliliter, wenn überhaupt? Wahrscheinlich, ja. Ja. Und läuft. Sehr gut. Ja, gibt es sonst noch irgendwas Wichtiges dazu zu sagen zu dem Öl? Ja, also wir können, also die Inhaltsstoffe natürlich sind ein bisschen speziell, deswegen auch sehr, sehr, sehr sparsam anzuwenden. Wir haben keine Lösemittel im Öl drin, heißt wir können natürlich damit nicht reinigen. Gleichzeitig aber auch haben wir natürlich so ein Öl hergestellt, was den Aggregatzustand nicht verändert. Das heißt, es verdunsten keine Lösemittel, es bleibt genauso wie es ist und das bei allen Temperaturen, bei allen Gegebenheiten hält es unglaublich lange. Kann es sein, dass es dann verklebt oder irgendwas? Oder? Das nicht. Es gibt Öle, die verkleben würden oder verharzen würden. Verwachsen kann man auch sagen, weil Paraffine drin sind, also eigentlich Wachsbestandteile drin sind. Haben wir bei uns nicht, weil wir ein reines Schmieröl haben. Das heißt, wir haben da eine vollsynthetische Bestandteile drin und keine pflanzlichen oder tierischen Produkte mit drin. Das heißt, die würden, nehmen wir jetzt mal an, wir haben ein Pflanzenöl oder sowas, das würde vielleicht austrocknen mit der Zeit. Haben wir hier nicht, passiert bei uns nicht. Und man hat gesagt, wenn ich jetzt, natürlich ist es hauptsächlich für den Bereich Waffen zum Anwenden, aber angenommen, ich habe sonst kein anderes Öl daheim und habe irgendwas, was quietscht oder sonst irgendwas, kann ich das da auch verwenden? Oder? Genau, also man täuscht sich, diese 8 Milliliter halten sehr, sehr, sehr lange. Also ich habe zum Beispiel mit zu Hause alle Türscharniere, alle Türschlösser, alle Messer sowieso, alle Scharniere, also alle Klappmesser oder Springmesser sind alle mit dem geschmiert, funktioniert sehr, sehr gut, kann ich empfehlen. Okay, super. Also ist es sozusagen noch ein zweiter Anwendungszweck, aber natürlich erstmal für eure Gewehre, Luftgewehre, Luftpistolen gedacht. Genau. Hauptvorteil von diesem Schmieröl ist die Temperaturbeständigkeit. Die brauche ich natürlich beim Türscharnier nicht so. Das stimmt. Ja. Aber bei einer Waffe natürlich wird es immer ganz schnell heiß. Auch durch die Reibung, auch vor allem in den Luftdruckwaffen, in den Kolben kann es dann punktuell mal kurz sehr heiß werden. Das ist immer gut, wenn man ein Produkt verwendet ohne Lösemittel, dass diese eben nicht verdampfen würden. Da gibt es ja oft diesen Dieseleffekt sozusagen, nennt sich das genau. Und den hättest du dann mit so einem Öl nicht. Genau. Das ist ein sehr interessanter Punkt, weil ich glaube, das ist gerade in der Luftgewehrgemeinde ist dieses Dieseln sehr, sehr weit verbreitet. Das kennt mittlerweile jeder, wenn dann so richtig was mit Pfeffer rauskommt und die ganze Wohnung stinkt. Das ist dann der Dieseleffekt und den hättet ihr euch damit gespart. Das vierte Produkt, das wir uns anschauen, ist das Air Gundy Waffenfett. Adrian, bei dir vorne ist es. Jetzt Butter bei die Fische. Warum ist es besser als andere? Was macht so außergewöhnlich gut? Vieles. Die Druckbeständigkeit vor allem. Druckbeständigkeit heißt, wir haben einen besseren Druckpuffer zwischen den Metallen, die es schmieren sollen. Wir haben eine sehr, 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 sehr hohe Temperaturbeständigkeit von minus 50 Grad bis 250 Grad plus. Das ist sehr, sehr, sehr viel. Jetzt fragt man sich vielleicht, wo haben wir denn 250 Grad bei der Waffe? Nicht die ganze Waffe wird so heiß, aber punktuell haben wir dadurch natürlich sehr, sehr große thermische Belastungen. Und da sind wir sehr, sehr stark drin. Auch durch die Verwendung von dem Mikrokeramik, das wir drin haben, im Vergleich zu einem PTFE oder einem Kunststoff oder einem anderen Stoffen, die quasi nicht temperaturbeständig sind. Silikon ist auch so ein Thema. Sind wir hier sehr, sehr sicher unterwegs, weil wir noch höhere Temperaturspitzen aushalten. Und ein anderer großer Vorteil ist, dass es einfach den Aggregatzustand über Jahre und Jahrzehnte hinweg nicht verändert. Das heißt, es verklumpt nicht, es verwachst nicht, es verharzt nicht und deswegen natürlich perfekt bei der Anwendung von Waffen. Gerade das Verharzen hatten wir ja mal bei einer Restauration von dem K98, dass das dann wirklich überhaupt nicht mehr leichtgängig war und richtig geklebt hat eigentlich, also dass das ganze Repetieren eigentlich praktisch überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Genau. Was sagst du von der Anwendung her? Wo wende ich das jetzt? Wir haben jetzt hier eine 1911, ein G36. Wo wendet man das denn genau an, zum Beispiel jetzt bei den Waffen oder wo packt man das rein? Genau, also alles, was sich bewegt, sollte geschmiert werden, um eben
Verschleiß zu vermeiden. Die ganzen Schwierigkeiten, die ganzen Störungen, die man bei Waffen hat, kommen sehr, sehr, sehr oft aufgrund von Verschleiß. Wenn ich keinen Verschleiß habe, auch keine Probleme in aller Regel. Bei so einer Waffe jetzt zum Beispiel, das ist eine Heckler & Koch 243, also die zivile Version von dem G36, haben wir zum Beispiel hier vorne die Mündungsbremse. Hier haben wir das Problem oftmals, dass der Metalllauf ein anderes Material ist, hergestellt worden ist als der Mündungsbremse, oder der Schalldämpfer, in dem Sinn, hier in dem Fall Aluminium. Da kommt es zu Temperaturspannungen bzw. zu Temperaturunterschieden und deswegen zu Spannungsunterschieden. Dieses Gewinde zum Beispiel müsste geschmiert sein. Das hält dann sehr, sehr gut und gerade hier haben wir auch unglaublich hohe Temperaturen. Schützt dann vor Korrosion, das ist eigentlich der Hauptgrund, und es backt eben nicht fest. Also wenn ich das nach ein paar hundert Schüssen mal wieder tauschen möchte oder reinigen möchte, kann ich es einfach runterschrauben, sonst ist es wahrscheinlich festgerostet. Dann ganz klar bei solchen Waffen der Verschluss. Diese ganzen Halbautomaten, also diese Gasdrucklader oder indirekten Gasdrucklader, wie wir es jetzt hier haben, haben natürlich einen Verschluss, der sich sehr, sehr schnell vor und zurück bewegen muss. Der muss geschmiert sein. Hier würde ich jetzt auf keinen Fall arbeiten mit einem Mittel, das irgendwie lösungsmittelbasiert ist oder Lösungsmittel enthält, weil eben die ganzen Schmauchspuren dann angesammelt werden würden. Das passiert mit unserem Fett nicht. Das heißt, der Schlitten läuft. Da hake ich mal ganz kurz ein, aber woran merke ich denn, dass das andere jetzt zum Beispiel Lösungsmittel enthält? Wenn ich jetzt irgendwo in den Laden reingehe, steht da nicht drauf, Achtung, Lösungsmittel dabei, sondern ja, also das heißt, man muss eigentlich das Produkt kennen, bevor man es verwendet letzten Endes. Und, ja, also macht natürlich Sinn, dass man, egal was man verwendet, egal wo, muss man sich ein bisschen auskennen damit im besten Fall. Grundsätzlich kann man sagen, alles was reinigen soll, hat in aller Regel Lösemittel enthalten. Und diese Lösemittel reinigen natürlich dann den Schmutz. Und das will ich natürlich beim Reinigen auch machen, möchte es aber beim Schmieren eben nicht haben. Okay. Das heißt, jedes Mittel, was ich im Verschluss drin habe und gleichzeitig reinigen kann, führt ja zwangsläufig dazu, dass es den Dreck einsammelt und ich nicht schmiere, sondern schleife. Okay. Das ist natürlich ein bisschen ein Problem. Deswegen bin ich der Ansicht, dass ein Mittel, was reinigen kann, nicht schmieren kann. Du hast gerade angesprochen gehabt, die Druckbeständigkeit von dem Fett. Wie kommt sowas zustande? Wie unterscheidet sich das zu anderen Fetten? Genau, also die Druckbeständigkeit, oder die misst man normalerweise in Kilo oder Newton und schaut quasi, wie viel Druck hält das Schmiermittel aus zwischen zwei Metallen. Das kann man recht gut messen, auf einer Reichert-Waage heißt das Ganze. Und die gibt quasi Ausschluss auf die Schmierwirkung des Fett oder des Öls. Was wichtig ist bei dem Ganzen, ist der Aufbau von dem Fett, beziehungsweise dass man eben eine hohe Schmierwirkung hinbekommt, eine große Druckbelastung hinbekommt, nimmt man eben Fette, weil hier der Druckpuffer größer ist als bei normalen Öl. Und viele gingen dann hin in der Vergangenheit und haben dann diese Fette additiviert. Das heißt, man hat dann Festschmierstoffe in diese Fette reingemischt, um durch PTFE oder durch Silikone oder durch Keramik zum Beispiel höhere Schmierwerte hinzubekommen oder höhere Druckbelastung hinzubekommen. Das Ganze funktioniert sehr gut, hat aber auch irgendwann ein Ende. Und deswegen gingen wir einen anderen Schritt oder einen anderen Weg bei der Entwicklung von diesem Spezialfett und haben quasi kein normales Rohfett genommen, wo wir dann einfach additiviert haben, also mit Keramik reingeschüttet haben quasi auf Deutsch, sondern wir haben den Aufbau komplett verändert, um eben diese Druckbelastung hinzubekommen. Und deswegen haben wir kein Basisfett in dem Sinn, sondern arbeiten eigentlich mit einem sogenannten Druckschwamm, man muss sich das vorstellen wie ein Küchenschwamm auch, und in diese Hohlräume wiederum haben wir dann Öl hinzugefügt und Keramik hinzugefügt, sodass wir quasi ein Gerüst haben, in dem sich ein Öl mit Keramik mischt und dadurch einen sehr, sehr guten Druckpuffer hat. Und damit es aber auch langanhaltend funktioniert und dieser Schwamm nicht kaputt geht, wird das Keramik in diesen Zellen, kann man sich das vorstellen, elektrisch geladen, sodass quasi in diesen Zellen immer Keramikplatten sind, die sich anziehen und wenn es von oben ein Druck kommt, fassen die sich wieder zusammen. Und das Ganze führt natürlich zu einer unglaublichen Druckbeständigkeit und zu einer unglaublichen Langlebigkeit von dem Schmierfett selber oder vom Schmieröl auch. Das macht es auch ein bisschen teurer, weil der Aufbau viel, viel komplexer ist, aber es hält einfach lange. Welchen Vorteil haben denn jetzt, ich sag mal, die Luftgewehrschützen davon? Weil die sind ja auch eine Hauptanwendergruppe von diesem Waffenfett. Richtig, genau. Also wir haben einige Kunden, die das Fett als Kolbenfett verwenden. Das heißt, der Kolben, der beim Federdruckgewehr sehr, sehr, sehr schnell sich bewegt und natürlich auch gleichmäßig sich bewegen soll, gleichmäßig schnell sich bewegen soll, hat immer das Problem,
dass die Schmierung im Kolben natürlich gleichmäßig verlaufen soll. Und je besser diese funktioniert oder je gleichmäßiger der Reibungswiderstand des Kolbens im Zylinder ist, desto höher ist die Präzision auch. Also da sind eigentlich die Anforderungen an ein Schmierfett sehr, sehr, sehr hoch, was man oft unterschätzt tatsächlich. Bei dem Kolben quasi, wenn der gleichmäßiger läuft, wenn der mit gleichem Widerstand ständig im Zylinder sich bewegt, habe ich einfach eine gleichmäßigere Mündungsgeschwindigkeit und deswegen natürlich eine höhere Präzision. Okay, super. Ja. Alle anderen Teile, wenn die zu eng gepasst sind, würde ich das Schmieröl empfehlen und für alles, was grob ist und wo das Fett reinpasst, auf jeden Fall das Fett nehmen. Also das heißt wahrscheinlich auch an der Feder direkt und so weiter? Feder auf jeden Fall, genau. Feder, da haftet es einfach unglaublich gut. Ja, das bringt an der Federführung dann letzten Endes, wenn man umbaut, dass man da auch noch ein bisschen Fett anbringt, dass da, man hat man oft, dass es so, gerade wenn man länger ist, dass es so ein bisschen kratzt und sich abarbeitet und so weiter und das ist natürlich... Das sollte eben genau nicht passieren, weil dadurch haben wir natürlich dann wieder unterschiedliche Spannungen, unterschiedliche Distanzen und unterschiedliche Präzisionswerte natürlich dann auch. Ja? Ja. Das ist einfach das Problem beim Luftgewehr, dass einfach die V0, also gerade die Geschwindigkeit des Diablos natürlich immer exakt gleich sein sollte, um die maximale Präzision zu generieren. Genau, das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb, ihr habt es ja schon öfters bei Tests bei mir gesehen, weshalb manche Federdruckluftgewehre da teilweise 8 bis 10 Meter Schwankung in der V0 haben und wieder andere, die dann wirklich von dem Profi überarbeitet worden sind, dann auf 1 oder 2 Meter kommen. Und auf 25 Meter, gerade wenn man 1,5 Zentimeter Ziele beschießt, macht es unglaublich viel aus, wenn man da, ich sag mal, diese Schwankungen halt eben drin hat. Ja, das sind Kleinigkeiten, die sich nachher summieren. Genau. Ja. Okay, super. 20 Gramm sind drin, halten wahrscheinlich auch eine Ewigkeit, oder wie ist es von der Anwendung her? Wie viel packe ich da drauf von diesem Fett? Ja, also wir haben es mal gewogen, bei so einer Waffe ungefähr 0,2 Gramm pro Anwendung. Okay. Also das, überschaubar. Das hält dann doch eine Zeit lang. Und wenn nicht, könnt ihr ja Neues kaufen. Also von daher, das Ärger an die Waffenfett ist unser 4. Produkt, das wir euch vorstellen. So, jetzt haben wir euch mal die 4 Produkte etwas genauer vorgestellt. Wenn ihr noch Fragen habt, bitte einfach den Adrian anschreiben, mich anschreiben, schreibt es in die Kommentare rein. Nutzt irgendeine Kommunikationsmöglichkeit. Wir werden euch jede Frage beantworten. Ich denke, wir haben aber schon wirklich einiges ins Video mit reingepackt. Ich danke dir ganz herzlich, dass du die 5 Stunden Fahrt wieder auf dich genommen hast, einfach um hier aus der Schweiz wieder zu mir zu kommen, mich zu unterstützen und wer soll das besser kennen als der Hersteller selbst, die Produkte. Freue ich mich natürlich riesig über das Fachwissen. Bestellt euch mal eins von jedem, testet es mal aus, vergleicht, schreibt mir dann, wie ihr zufrieden seid, könnt ihr auch gerne öffentlich machen, weil wir definitiv absolut überzeugt sind von den Produkten. Ja, da stehe ich mit meinem Namen dafür, der Adrian sowieso schon länger mit seinem Namen dafür. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Danke dir. Und dann wünsche ich euch noch einen guten Start ins Jahr. Ciao, servus, sagt der Gani. Ciao.